Einen wunderschönen guten Morgen aus Südamerika. Heute machen wir ein Update-Video von unserem Food Forest, Waldgarten auf Deutsch. Der ist jetzt 2 Jahre und 2 Monate alt. Wir haben ihn im Juni 2023 gepflanzt und ja, schaut euch einfach an. Deswegen habe ich hier auch diesen Zollstock dabei, um einfach mal so die Höhen zu gucken von den Bäumchen, ja. Ähm, so, wer es nicht weiß, so wächst hier eine Banane, die habe ich hier ein bisschen geputzt, ja, ein bisschen frei gemacht, ein bisschen schön gemacht, sage ich mal, fürs Thumbnail, fürs YouTube-Video. Aber ansonsten wächst die eigentlich so. Ja, sieht man hier, da ist die Blume, da sind die kleinen Bananen. Die werden jetzt nichts mehr, die kann man eigentlich wegmachen, aber die werden jetzt nach und nach reifen, werden größer. Ja, und irgendwann mal sind das leckere Bananen. Hier, also die geht dann praktisch immer so mehr auf. Ja, und da sind immer, die kann man jetzt auch aufmachen. Das ist nicht schlecht für die Vögel, für die Bienen. Die können an den Nektar ran. Weil wie gesagt, die kleinen Bananen hier, die werden eh nichts mehr. Also die kann man hier immer so schön frei machen. Muss man aber nicht. Aber wenn ihr das hier macht, dann freuen sich die Insekten, sage ich mal. Dann können die an die frischen Blüten daran. So. Also für denjenigen, der auch so ein Food Forest eingepflanzt hat. Ähm, Also wir haben ja so schon, ich sag mal so, schon ein starkes Netzwerk in Paraguay. Ja, ich habe gezählt, es sind schon mindestens 11 Foodforeste, von denen ich weiß, die jetzt aufgebaut worden sind, auch mit diesen Prinzipien, mit Linien. Ja, und für euch sage ich das, dass ich das mache. Halt. Sehr wichtig, halt, wie gesagt, von den Videos davor, sehr wichtig, Insekten praktisch in Food Forest zu haben. Die bestäuben alles mehr, habt ihr viel mehr Erträge. Ja, ja, dann würde ich mit euch eigentlich so durchlaufen. Ja, genau. Das hier ist mein Mandarinenbaum. Der ist, ich glaube, 1,5 Jahre fast gar nicht gewachsen. Der war die ganze Zeit so. Ich dachte, hey, was ist los mit denen? Und jetzt, die letzten paar Monate, ist er einfach nach oben geschossen. Also, was ich damit sagen will, macht euch keine Sorgen, wenn ein Baum mal die ganze Zeit klein bleibt. Ja, der braucht wahrscheinlich seine Zeit, wie alles im Leben. Ja, der macht erstmal die Wurzeln wahrscheinlich unten fertig und jetzt wächst er. Ja, vielleicht haben wir nächstes Jahr schon Früchte. Ja, hier. Genau, wer ein Vergleichsvideo haben will, ich habe in den vorigen Videos, ich glaube, das handelt über Schädlinge, könnt ihr mal runterscrollen oder hochscrollen. Da stehe ich auch immer neben verschiedenen Bäumen und da sieht man auch die Größen. Also dann könnt ihr es euch mal so, dann könnt ihr mal vergleichen, in welchem Zeitraum das war, ja, und wie schnell das gewachsen ist praktisch. Da war der Waldgarten aber auch schon, glaube ich, 1,5 Jahre alt oder so. Also ich selber bin 1,82 Meter, ja, und dann messe ich einfach von mir aus. Das ist zum Beispiel eine Edelkastanie. Wenn ich jetzt von hier aus, der ist jetzt auf jeden Fall über 3 Meter, ja, in 2 Jahre und 2 Monate. Wenn ihr das Video von der letzten Woche anschaut, dann seht ihr, wie, ich bin ja immer so begeistert von der Mexican Sunflower und wenn ihr das Video euch da von der letzten Woche anschaut, dann seht ihr mal, was die jetzt hier in einer Woche an Wachstum hingelegt hat. Ja, also das ist echt mega. Ja, also wunderbare Pflanze, sage ich mal. Jetzt gehen wir mal hier rüber zu unserem Avocado. Das ist jetzt, also der ist jetzt auch wie alles, außer ganz hinten im Food Forest, da habe ich frisch gepflanzt. Der ist jetzt auch 2 Jahre und 2 Monate, sage ich mal. Und wenn ich den jetzt mal messe, okay, ich stehe hier ein bisschen weiter unten, sage ich mal. Wenn ich hier hochgehe, muss ich die komplett schon aufmachen, glaube ich. Ja, also sagen wir mal so ungefähr. Der ist auf 3,40 Meter schon, also krasses Wachstum, ja. Und man sieht, das sind diese hellen Blätter, die sind alles frisch rausgekommen. Also der ist jetzt gerade nochmal im Wachstumsschub nach oben. Ja. Hier, hier haben wir immer wieder Ananasse dazwischen. Ja. Die muss man jetzt freimachen von der Himbeere. Die Himbeere wuchert ziemlich stark aus. Da kommen jetzt, guck mal, da ist schon sogar wieder eine Frucht. Schau mal hier, da kommt eine kleine Frucht. Genau.
super. Also ja, haben wir bald viele leckere Ananas. Also da bringen jetzt schon einige bei uns Früchte. Ja, und man sieht, die brauchen nicht voll Sonne. Ja, also die wachsen im Schatten sehr gut. Ich habe welche auch voll in der Sonne. Die wachsen bei mir nicht so gut, aber ich muss nachher auch gucken, welche nachher süßer sind. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob man die wirklich nur im Schatten oder im Halbschatten oder voll in die Sonne. Da haben wir eine kleine Diskussion bei uns in der Gruppe. Ja, wer Interesse an der Telegram-Gruppe hat, folgt uns bitte. Ich blende jetzt den Link dazu ein. Hier, was ich noch euch hier sagen wollte, Himbeeren, Thema Himbeeren. Also wer ein Food Forest pflanzt, würde ich auf jeden Fall Himbeeren empfehlen. Die hören einfach nicht auf zu wachsen. Ja, also das sind solche Oschis, sage ich mal. Sehr süß, sehr lecker. Ähm, wenn die genug Sonne abkriegt. Das ist wirklich, wirklich ein Hammerprodukt und ich mache damit gar nichts. Also ich habe am Anfang, muss ich kurz schlucken, ich habe am Anfang 9 kleine Pflanzen gepflanzt. Hier in Reihe. Das waren so kleine Dinger. Vor 2 Jahren und 2 Monaten und ich muss nichts mit der machen und die wächst die ganze Zeit. Die schenkt uns jetzt schon seit fast 5 Monaten wahrscheinlich. Früchte, also 4,5 Monaten sind es sicher, ich schätze 5. Nächstes Jahr, sobald die ersten Früchte kommen, notieren wir das uns, haben wir es uns auch fest vorgenommen, damit wir das euch richtig sagen können, wie lange die jetzt Früchte trägt. Also das ist echt der Hammer. Also ich komme jeden Morgen hierher und frühstücke Himbeeren, Maulbeeren hier hinten haben wir auch. Die kommen gerade auch richtig gut. Hier auch. Ja, du kannst auch einen Baum aufnehmen, genau. Also die sind auch mega. Ich hoffe, euch stört das Schmatzen gerade nicht. Hm. Hier machen wir gerade einen Versuch. Wir müssen kurz irgendwo rüber mit der Nummer. Dann gehen wir hierher, Jül. Hier machen wir gerade einen Versuch. Und zwar mit Süßkartoffeln. Das habe ich auch schon in einem Video gesagt. Das ist die Nummer 21. Wir haben hier von einem guten Bekannten, das hier ist die Süßkartoffel. Hier, ja, die bildet unten dann praktisch die Süßkartoffel. Und wir haben so Haufen gemacht aus normaler Erde und Terra Negra dazu gemischt. Außenrum habe ich einfach verschiedene Bohnenarten gepflanzt. Bohnen, weil es eine Hülsenfrucht ist und Stickstoff in den Boden bringt. Stickstoff für die Pflanzen ist wie für uns Menschen der Sauerstoff. Ja? Und ich denke, das wären mega gute Süßkartoffeln später. Wir haben gerade 26 verschiedene Sorten hier und machen mal Experimente, versuchen, welche am besten laufen. Es gibt aber bei einem Bekannten von uns, der hat mehr als über 50 Sorten. Also diese gibt es dann nachher in lila, in rot, in gelb, in weiß, in allen möglichen Farben, allen möglichen Größen. Geschmäcker werden, denke ich mal, auch wunderbar sein. Ja, also das wird mega. Das hier, da machen wir gerade auch einen Versuch. Habe ich, glaube ich, auch schon in einem Video erwähnt, aber jetzt eine aktuelle Aufnahme mal machen. Das ist so ein Spinatbaum. Ja, also die Blätter, jetzt muss ich wieder schmatzen, die Blätter schmecken einfach nach Spinat, voller Eisen, sehr gesund. Ich glaube, schmeckt sogar besser als Spinat, weil Spinat mag ich nicht so arg. Und die schmecken jetzt echt. Also ich kann die mir vorstellen, ein bisschen sandig gerade halt auf den Zähnen. Also ich kann mir vorstellen, einen richtig großen Salatteller mit denen zu essen. Also und du musst mit denen auch nichts machen. Ja, also später, wie gesagt, an die Leute, die auch jetzt hier in der Gegend sind oder auf jeden Fall diese Stecklinge wollen dann später, kommt vorbei. Ich gebe sie euch so kostenlos. Wenn die Bäume ein bisschen größer sind, das nachher nur einen Ast abschneiden, den Ast in den Boden stecken, ein bisschen gießen und fertig war's. Also das ist wirklich leicht. Und dann habt ihr immer wieder Spinat, das ist nachher ein großer Baum, ja, mit seine Blätter sind Spinatblätter einfach, ja. Mega. Und den haben wir jetzt hier praktisch, ich glaube, sind jede 1,5 Meter oder jede 2 Meter gepflanzt. Die komplette Reihe durch. Hier eine Reihe 60 Meter lang und hinten haben wir nochmal eine Reihe 60 Meter, also insgesamt 120 Meter. Das heißt, ich habe für jeden genug da später, ja, wer das braucht. Genau. Die Idee ist ja später von mir, die ganzen Waldgärten zu vernetzen und auch wirtschaftlich zusammenzuarbeiten dann. Ja. Genau, jetzt können wir hier rüber.
Das weiß ich gar nicht genau, welcher Baum das war. Wie gesagt, ich kenne mich ja nicht so gut aus. Permakultur ist Neuland für mich. Seit 5 Jahren befasse ich mich erst damit. Die paraguayischen Bäume kenne ich fast gar nicht. Ich meine, es ist die Pflaumenart, Ciruela, glaube ich, oder sowas war das, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall, wir wissen das nachher, wenn er die Früchte bringt. Es ist auf jeden Fall ein Fruchtbaum, ja. Und Moment. So, ja, der ist jetzt auch knapp über 3 Meter groß, ja, in 2 Jahren und 2 Monaten. Und hier kann man auch kurz aufnehmen, wieder zum Thema Himbeeren. Immer wenn diese weißen Blüten kommen hier, heißt es, es gibt wieder neue Früchte. Also ich glaube, wir werden einfach über ein halbes Jahr Himbeeren haben. Ja, also wie gesagt, mega Pflanze. Ähm, die werden wir jetzt auch bald in unserer Baumschule auch verkaufen, weil es gibt hier viele verschiedene und ich habe gehört, öfters wachsen die nicht, ja, und das ist jetzt eine super Art, sage ich mal, ja, und die werden wir auf jeden Fall in unsere Baumschule integrieren. Wir haben jetzt schon tausende Moringa-Bäume bei uns, tausende Inga-Bäume, also für die Biomasseproduktion. Ähm, Macadamien haben wir, aber da haben wir zu wenig, das ist nur für uns. Aber abzugeben hätten wir genug theoretisch Inga- und Moringa-Bäume, ja. Wer die nicht selber vorzieht. Wer das Geld sich sparen will, pflanzt einfach das Saatgut, also die Samen und macht es selber, wenn ihr es im großen Stil macht, ja. Aber wer die Zeit nicht hat, kann sich gerne bei uns melden. Wir verkaufen dann auch Moringa-Bäume und Inga-Bäume. Das hier ist ein Macadamienbaum. Der ist jetzt auch knapp, ja, 2,50 wahrscheinlich. Ja. 2,40. Der ist 2,40 Meter groß, ja. Also, was ich euch sagen will, halt, ich finde es ein erstaunliches Wachstum. Ja, vor 2 Jahren und 2 Monaten war hier einfach nur ein Feld. Ja, jetzt sind hier Bäume zwischen 2 und 3 Meter, manche 1 Meter. Aber viele Bäume wachsen sehr gut. Die haben eine sehr gute Grün, gesund. Wir sprühen nicht, wir düngen nicht. Wir haben kaum Arbeit mit dem Waldgarten, außer wir machen Chop and Drop. Ja, also das Beschneiden und runter auf den Boden. Viele Tiere haben hier Essen, wenn hier jetzt die Mangos kommen. Wir haben jetzt Frühlingsanfang gerade mal. Wenn jetzt die Mangos, sage ich, wenn jetzt die Papayas kommen, dann haben wir viele Vögel wieder zu essen. Die ernähren sich jetzt schon von den Himbeeren die ganze Zeit, von den Maulbeeren, was wir gerade haben. Also für die Tiere ist es ein Segen, für uns ist es mega, ja. Es ist alles gesund, es hat alles viele Nährstoffe. Wie gesagt, wir müssen nicht spritzen, müssen nicht sprühen. Also ich finde es einfach mega Ding, so ein Waldgarten. Ja, also ich bin schwer begeistert davon. Deswegen wollen wir das System auch in ganz groß machen. Ja, also ich weiß, ich rede in jedem Video darüber. Wir planen gerade, ich habe ein größeres Team jetzt mit wirklich starken Menschen dabei, ja, mit guten Fähigkeiten in den verschiedensten Bereichen wie Marketing und ja, gehe ich jetzt nicht zu weit ins Thema, aber auf jeden Fall, die helfen mir gerade dabei, ein großes Projekt aufzubauen, ja, wo dieser Waldgarten 50 Hektar sein wird. Wahrscheinlich, ja, da sind wir uns noch nicht ganz einig, aber in die Richtung wird es so sein. Ja, insgesamt ein Riesenareal, aber da komme ich in den nächsten Videos noch drauf zu sprechen, sobald ich das Go dazu habe, sage ich mal, ja. Ja, das hier ist auch ein Nussbaum. Ich weiß nicht genau, was für ein Nussbaum, aber ist auf jeden Fall ein Nussbaum. Dann habe ich hier immer wieder dazwischen native Bäume stehen, ja, die dienen auch den Chop and Drop. Hier sieht man, habe ich beschnitten gehabt mal. An den Dingern sieht man das. Habe ich beschnitten gehabt, der schießt wieder in die Höhe, geht in die Breite, beschneide ich wieder. Beim Beschneiden, ich, ja, ich gehe jetzt nicht so weit ins Thema rein, warum ich beschneide. Wer da Interesse hat, schaut euch die Videos davor an. Für Leute, die sich, sage ich mal, nicht so tief für das Thema interessieren, wird es jetzt langweilig werden, sage ich mal, ja. Okay, das hier ist ein Lychee-Baum. Lychee auch eine super leckere Frucht, die wächst sehr gut hier in Paraguay. Ja, also da wollen wir auch auf Masse gehen. Wie gesagt, dieser Waldgarten, das ist so ein Versuchswaldgarten.
Der ist nur 1500 Quadratmeter groß und hier testen wir praktisch, was läuft und was nicht. Damit ich später weiß, im 50 Hektar Food Forest, dass ich da schon viele Fehler ausmerzen kann und da praktisch auf Bäume setze, wo hundertprozentig dann richtig produktiv wachsen dann später, ja, damit das Ding sich lohnt. Das wird auch dort später wieder mit dem Grundstücksverkauf sein. Ja, also dass wir praktisch so paradiesische Waldgärten mit Grundstücken zusammen anbieten, ja. Und die Idee dahinter ist wieder, dass der Waldgarten, die Einnahmen, dass die praktisch ein Teil davon an die Grundstücksbesitzer zurückfließen. Ja, also so, der Plan ist sozusagen, dass sich die Grundstücke nach und nach mit den Produkten abzahlen sollen. Ja, also wie gesagt, bleibt gespannt. Folgt uns weiterhin. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, abonniert den Kanal, wenn ihr uns unterstützen wollt, kommentiert, liked. Das ist ganz wichtig, dass wir in den Algorithmus hochkommen, dass man das Projekt sieht. Ja, es wird eine große Nummer später. Ja, also seid von Anfang an dabei. Überall, wo diese Stöcke in der Erde stecken, die dienen dafür, dass die Hunde einfach die Physalis nicht niedertrampeln. Da haben wir Physalis eingepflanzt. Ja, habe ich ja schon gesagt. Machen wir auch ein Experiment, wie das hier wächst bis jetzt. Sieht es nicht schlecht aus, sage ich mal. Ja, also ist eine auch super leckere Frucht. Ja, und wächst anscheinend auch sehr gut hier in Paraguay. Ja, jetzt gehen wir mal rüber. Wir haben jetzt schon die ersten Pfirsiche, Nektarinen, die bei uns blühen, sage ich mal, oder wachsen jetzt schon. Nee, nicht blühen, sondern die wachsen schon. Die zeige ich euch jetzt auch gerne mal. So, hier sind wir jetzt auch schon bei unserem Pfirsichbaum angekommen. Und hier seht ihr die Früchte. Also der bringt jetzt schon einiges an Früchten. Ja, ganz oben sind auch viele. So sieht man ein bisschen besser. Also hat schon einiges an Früchte. Ja, ich hoffe, die werden super lecker später. Und ja, und hier sieht man auch schön den Mulch unten. Ja, also man sieht, das ist eine richtig dicke Schicht. Ja, und an Mulch könnt ihr praktisch nichts falsch machen. Es gibt nie zu viel Mulch, meiner Meinung nach, weil Mulch sorgt später für den Humusboden. Ja, also das ist praktisch Essen für die Mikroorganismen. Also sehr wichtig. Ja, also ich gehe jetzt wieder nicht zu tief ins Detail rein. Das hier ist ein Olivenbaum. Da könnt ihr auch die Videos von davor anschauen. Der ist jetzt wirklich, das ist aber auch unser größter Olivenbaum. Ich muss mal gucken, wie groß der ist. Ja, der ist fast 3,80. Ja, so plus minus 3,70, 3,80 ist der groß. Knappe 4 Meter. Also mega, mega Wachstum, ja. Olivenbaum wächst, habe ich mir sagen lassen, die wachsen normalerweise sehr langsam. Hier haben wir auch wieder Maulbeeren, ja. Die will ich jetzt auch vermehren, das ist auch eine super Frucht. Leider ist die halt nicht so lange für uns da wie die Himbeere, aber dafür ist die reichlich da, ja. Also die ist jetzt auch schon, wahrscheinlich seit einer Woche ernten wir die und man sieht, der ist immer noch richtig voll, der Baum, ja. Also ist auch eine super leckere Frucht. Die wird auch, wenn der, genau, wenn der Strauch oder das wird, glaube ich, ein Baum später sogar, wenn der in der Sonne ist, dann schmecken die Früchte viel süßer. Also ich würde den nicht empfehlen, im Schatten zu pflanzen. Ich habe einen im Schatten, da sind die eher säuerlicher. Der in der Sonne sind die wirklich sehr lecker, sehr süß, ja. Okay. Was mit dem Baum passiert ist, kann ich euch gar nicht sagen. Ja, also das sind jetzt insgesamt 3,80 Meter sozusagen, wo der Zollstock aufhört. Ich weiß nicht, wie weit es noch weiter nach oben geht, aber ich schätze, der ist auf jeden Fall über 5 Meter auf jeden Fall. Ja, hier sieht man auch, der bringt auch schon Früchte. Wenn die so zu eng wachsen, kann man ruhig welche wegmachen, damit die Frucht größer und süßer wird. Ja, also hier sieht man,
bringt viele kleine Früchte jetzt. Und da oben ist er einfach voll mit Früchten. Wenn man da ranzoomt. Und sind auch schon größere dran. Ja, also, ja, hoffentlich werden die nachher schön lecker. Jetzt hier sieht man auch schon, das ist ein richtiger Baum schon, ja, nach 2 Jahren und 2 Monaten. Das, was ihr hier seht, das ist wieder die Süßkartoffel. Und wer es nicht weiß, die Süßkartoffelblätter und Stängel ist einfach Salat. Ja, also, und die sind auch essbar. Also ich probiere es gerade nicht aus zum ersten Mal, sondern ich weiß es, man tut die wirklich essen, ja. Also die kommen in Salat rein und so. Also ihr pflanzt praktisch Süßkartoffeln ein und könnt die ganze Zeit Salat ernten dazu. Win-win. Da wollte ich euch ein Update geben zu der Gagfrucht. Also da haben wir schon ein Video drüber gemacht. Aber jetzt sieht man schon, letzte Woche, also das Video, also ich nehme gerade dieses Video hier am Mittwoch auf, also Dienstag. Wir haben Dienstag und es kommt Freitag online. Also und letzte Woche, also genau vor einer Woche, habe ich das Video, glaube ich, auch über diese Gagfrucht gemacht. Und da war die Pflanze noch hier ungefähr bei der Größe. Ja, also man sieht, die will wachsen, die wächst auch sehr gut. Die wächst hier später hoch, macht hier praktisch uns hier so eine Media Sombra, also Überdachung, ja. Und das sind nachher so große gelb-orangeliche Früchte, innen drinne knallrot, soll sehr lecker sein, ja. Also so riesen Dinger sind das nachher, ja. Und die gibt es in Paraguay noch nicht, habe ich mir sagen lassen. Also das hat uns ein Mensch gebracht, der, ja, der viel gutes Saatgut hat, sage ich mal vorsichtig. Ja, das hier, das ist auch eine interessante Ananas. Kann ich auch mal aufnehmen. Das ist keine gewöhnliche Ananas. Das ist eine Ananas, die später 15 Kilo schwer wird. Also das wird ein Ding. Ich habe Fotos gesehen, also das ist wirklich wahr. Die haben die in der Hand gehalten. Das ist auch vom guten Bekannten von mir. Das hatte so eine Größe, die Ananas, also so lang und so ein Durchmesser ungefähr. Also 15 Kilo Ananas. Ich weiß nicht, was man damit machen muss. Auf einmal schaffst du die nicht zu essen, aber ja, für den Verkauf ist sie nicht schlecht, sage ich mal, ja. Oder wenn man vielleicht eine Geburtstagsfeier hat oder sowas, ja, dann wird es auch interessant. Ja, hier hinten sieht man den Moringa bei uns. Moringa, darüber habe ich auch schon ein Video gemacht. Kann man auch essen. Ein sehr gesunder Baum. Schaut euch am besten das Video darüber an. Ja, also das ist wirklich, wenn ihr gesundheitliche Probleme habt, Moringa löst sehr viele davon. Also ist echt ein Hammerbaum. Der wird von uns auch immer wieder geschnitten. Sieht man hier. Also Chop and Drop gemacht. Hier, da. Der schießt wieder in die Höhe. Jetzt sind wir auch schon bei unserem Mangobaum angekommen. Also, wie ich sage es nochmal, 2 Jahre und 2 Monate sind alle Bäume hier, außer die unteren, die sind jünger. Und man sieht, der hat schon einiges an Mango drauf. Also nach 2 Jahren und 2 Monaten, wenn ihr alles richtig macht, könnt ihr Mangos, ja okay, jetzt die sind erst im Dezember oder Januar fertig, soweit zum Ernten, aber es wachsen schon Mangos nach knapp 2 Jahren. Ja, also das ist echt der Hammer. Hätte ich niemals gedacht, dass es so schnell geht. Ja, und das sind nicht die normalen Mangos. Ich habe die brasilianischen, also die größeren. Ich habe Bananenmangos. Also ich habe hier, glaube ich, 4, 5 verschiedene Sorten an Mangos. Ich bekomme bald aber 60 verschiedene Mangosorten. Also das ist echt, da haben wir eine gute Idee für diesen größeren Food Forest. Ja, das kommt alles später, erzähle ich das euch. Ich will jetzt da nicht zu viel verraten, aber 60 verschiedene Mangosorten. Also das ist echt der Hammer. Ja, so. Jetzt zeige ich euch ganz kurz, kann ich mal hier mitkommen, zeige ich euch ganz, hier kann ich mal die Zucchini noch zeigen. Nee, Kürbis ist das. Ja, schau, ein Riesending, damit man zum Vergleich sieht, das ist meine Hand. Ja, das geht komplett da hoch. Ja. Jetzt zeige ich euch auch aber Tomaten aus Malaysia. Also hier in Paraguay, habe ich mir sagen lassen, wachsen Tomaten nicht sehr gut. Und wenn, dann wachsen immer diese gleichen Sorten, also so harte Schale und die schmecken nicht, die riechen auch nicht nach Tomaten. Also mir persönlich schmecken die nicht. Also nicht wie die Tomaten, was wir kennen von Omas Garten. Ja? Und hier habe ich eine Sorte bekommen aus Malaysia.
auch von einem guten Bekannten. Und ja, der wächst bei uns gerade sehr gut und der mag voll Sonne. Ja, ich gieße ihn auch nicht so arg gerade, also jede 2, 3 Tage. Es hat immer wieder geregnet, nicht mal jeden Tag gieße ich den. Und ja, ich guck mal, da kommen schon die ersten Früchte jetzt hier unten. Ja, ich hoffe, das funktioniert weiterhin so gut wie jetzt. Wir haben den mit Kompost eingepflanzt und da hinten haben wir auch noch einen großen Strauch. Also funktioniert sehr gut. Ich hoffe, das wird weiterhin so gut funktionieren. Ja, wird es auch, bin ich überzeugt davon eigentlich. Ja, und hier eigentlich die ganzen Reihen durch haben wir wieder mit diesen Süßkartoffeln Sachen gemacht. Ja, also machen wir Experimente. Bohnen, da haben wir wieder den Spinatbaum, da hinten haben wir wieder eine Ananas. Hier ist wieder die 15 Kilo Ananas. Insgesamt habe ich 3 Stück von denen. Also ist echt, ja, ich stelle mir den Waldgarten nur vor, wenn er in 5 Jahren soweit ist, dass jeder Baum Früchte trägt und ja, jede Pflanze ihre Früchte trägt, dass ich jede Beere hier haben kann, was ich eingepflanzt habe. Also ich kann mir nicht vorstellen, was man so Besseres machen kann hier, außer so was Schönes zu pflanzen, sage ich mal. Deswegen motiviere ich immer jeden, schaut euch meine Anfangsvideos an, ja, da erkläre ich das alles, wie man das macht, wie ich das gemacht habe. Erkundigt euch, macht euch schlau, was Permakultur ist. Ähm, ja, also ich finde, also wenn man die Möglichkeit und die Zeit hat, pflanzt einen Waldgarten. Ihr könnt für eure Nachkommen nichts Besseres machen, sage ich mal, ja. Aber auch für euch, das dauert ja nicht so lang. Wir reden hier von 2 Jahren und 2 Monaten, ja. Ich habe Bäume voller Papayas im Sommer, jetzt schon. Bananen ohne Ende, also mehr als wir essen können. Ich, meine Familie, mein Arbeiter, seine Familie, ich gebe den Nachbarn, ich kriege hier wöchentlich Besuch, ja, immer wieder, mehrere Male in der Woche oft. Verschenke da oft Papayas und die ganzen Sachen. Beeren werden hier gegessen, ja, und wir haben immer mehr, als wir essen können. Also es ist immer mehr Fülle da, als man braucht theoretisch. Deswegen, wenn man das Ding im größeren Stil einpflanzt und man alles richtig macht, dann kann man auch wirtschaftlich, sage ich mal, davon leben, ja. Ah, genau, den kannst du auch noch zeigen. Das ist ein Nispero-Baum. Äh, Nispero ist eine so Aprikosenart aus Paraguay oder Südamerika wahrscheinlich. Es ist eine kleinere Aprikosenart. Schmeckt sehr lecker. Ja, hat so einen größeren Kern. Ja, ist eine mega leckere Pflanze, sage ich mal. Ja, so. Hier befinde ich mich auch in einem Versuchsfeld, sage ich mal, zwischen einheimischen Lapacho. Also Lapacho ist wer es nicht kennt, ein Megabaum. Also das ist, man sagt, paraguayisches Stahl. Also wenn du da mit der Flex gehst, bringt die anscheinend Funken sogar. Ja, also wenn man da reingeht. Also es ist ein mega hartes Holz, sinkt im Wasser. Hier haben wir Granatäpfel, Bananen, wieder Uraputat, das ist auch ein einheimischer nativer Baum. Eine Papaya wieder fürs Chop and Drop. Hier dahinter sieht man wieder eine Mango mit Früchten, ja. Und das hier, da machen wir ein Experiment gerade. Das ist eine Maracuja. Da kommt auch schon die erste Frucht, sage ich mal. Ah, nee, da ist noch mal eine. Ich wollte gerade sagen, die Früchte werden später so groß und das ist keine normale Maracuja, das ist eine süßliche, also süße Maracuja angeblich. Ähm, und da ist schon eine, sage ich mal, im Vergleich zu meiner Hand, eine viel größere. Und später, die werden doppelt so groß ungefähr wie die jetzt hier. Also ja, machen wir gerade sozusagen damit Versuche, wie das hier wächst, ob man das im Waldgarten integrieren kann oder nicht. Dazwischen haben wir immer wieder Eukalyptus gepflanzt. Eukalyptus, aber nur fürs Chop and Drop. Also der geht nachher auf 3, 4 Meter hoch. Dort beschneiden wir ihn mit der Kettensäge. Das Mulchmaterial geht runter. Er stößt seine Wachstumshormone aus. Ja, jetzt gehe ich wieder ein bisschen ins Thema rein, ins Detail rein, das brauchen wir nicht, ja. Aber durch sein Wachstum, durch die Wachstumshormone profitieren die anderen Pflanzen praktisch und wachsen dann auch viel besser und gesünder. Liebe Leute, wenn euch das Video gefallen hat, euch einen Mehrwert gebracht hat, euch interessiert, was wir hier machen, dann wie gesagt, abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen, um uns zu helfen. Like den Kanal, schreibt Kommentare, am besten 2, 3, diskutiert ruhig mit mir. Also ich antworte wirklich auf jedes Kommentar, auch die negativen Kommentare, da gehe ich auch drauf ein. Ich lösche keine Kommentare, ich lasse eigentlich immer alles stehen.
nicht eigentlich, sondern ich lasse alles stehen. Bis jetzt habe ich noch keine Kommentare gelöscht und habe auf jedes Kommentar, wenn ich mich jetzt, richtig erinnere, geantwortet, ja. Also, so könnt ihr uns wirklich unterstützen, ja. Wie gesagt, wir wollen wachsen, dazu muss der YouTube-Kanal wachsen, dann wird dieses große Projekt auch mit uns wachsen, ja. Also, vielen lieben Dank.